Mein Name ist Jürgen Oswald und ich bin Bassposaunist der Staatskapelle Berlin. Das nächste ABO-Konzert steht ganz im Zeichen des Wassers mit Schumanns Rheinischer 3. Sinfonie, mit Edward Elgars Sea Pictures und mit Claude Debussys La Mer. Claude Debussys La Mer wurde von ihm Anfang des 20. Jahrhunderts komponiert und auch von Debussy persönlich mit seinem Orchester in Paris geprobt. Und zwar war das damals auch für die Musiker von Debussy ein sehr irreführendes Werk und die Musik war für damals sehr ungewöhnlich. Und da gibt es eine ganz lustige Anekdote, dass beim Proben die Musiker begannen, Debussy per Papierflieger die Musik quasi ans Pult zurückzuschicken. Debussy selbst sprach davon, dass er nicht tonmalerisch arbeiten wollte, sondern vielmehr den Charakter des Meeres kompositorisch aufs Papier bringen wollte. Und heute gilt eben das dreisätzige Werk von Debussy als das impressionistische Meisterwerk schlechthin. Debussy schafft es für mich wirklich, mit den Farben zu spielen. Er arbeitet sehr gut mit Klangfarben. Also gerade das Zwischenspiel zwischen Holz und Blechbläser macht Debussy sehr außergewöhnlich. Bei La Mer, muss man ehrlich sagen, ist die Posaune eher, um ein bisschen das Finale vielleicht noch euphorischer zu gestalten. Also wir haben bei La Mer teilweise sehr wichtige leise Passagen, aber hauptsächlich bringen wir auch diesen finalen Endspurt mit ein. Die 3. Sinfonie von Schumann, also die Rheinische, bringt gerade für uns Posaunisten eine sehr spannende Aufgabe. Robert Schumann setzt uns Posaunen im 4. Satz mit einem sehr langsamen, choralartigen Motiv ein. Und es kommt nicht wie erwartet der schnelle Finalsatz, sondern dieser zeremonienartige, pathetische Satz. Die Posaunen beginnen eben im 4. Satz mit äußerstem Pianissimo zu dritt dieses Motiv zu spielen. Und im ganzen Satz wird es dann intensiver. Ich persönlich finde, dass Robert Schumann den Einsatz der Posaunen sehr gut getroffen hat. Und schöne Choräle mit Altposaune, Tenor- und Bassposaune verbinde ich persönlich auch ganz gern, auch in Bezug auf meine Heimat. Habe früher auch sehr viel in Kirchen musiziert und es kommt schon da auch ein bisschen bei mir der Heimatgedanke auf. Ich werde für euch ganz kurz die bekannte Posaunenstelle aus dem 4. Satz der Rheinischen anspielen.